Die Miniaturisierung, das bedeutet Chips mit einer Struktur von angestrebten 2 Nanometern, bedingen sehr genaue, präzise Herstellungsprozesse. Die Anlagen müssen sehr genau wiederholen. Diese Wiederholgenauigkeit wird gewährleistet durch die Eigenschaften vom Granit. Das ist einerseits die Schwingungsdämpfung und andererseits die thermischen Eigenschaften. Hallo und herzlich willkommen beim Reiztech Videoblog. Schön, dass Sie wieder alle dabei sind. Heute geht es um das spannende Thema Granit in der Halbleiterindustrie. Und bei mir ist wieder mal René Maschlanka. Die meisten von Ihnen dürften ihn schon kennen. Der ist nämlich nicht zum ersten Mal hier. Hallo René. Hallo Christina, immer wieder gern. Das freut mich. Heute geht es um ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema, nämlich um Granit in der Halbleiterindustrie. Und auch da ist René wieder genau den Experte, den wir hier im Studio brauchen. René, kannst du mir und den Zuschauern bitte noch mal ganz kurz erklären, warum gilt denn die Halbleiterindustrie so als Schlüsselsektor für die Elektronikproduktion? Halbleiter sind in allen Elektronikbauteilen enthalten, in Chips, und das ist für alle Anwendungen im täglichen Leben notwendig. Denken wir einmal an Smartphones, Fernseher, an Steuerungstechnik, Messtechnik. Also da wird überall werden Halbleiter benötigt. Ich kann mich erinnern, in einem unserer Videoblogs haben wir mal darüber gesprochen, dass eigentlich in fast jedem elektronischen Gerät, was wir haben, irgendein Bauteil verbaut ist, was auf einem Maschinenbett aus Granit hergestellt worden ist. Kann man das so sagen? Eine sehr große Zahl von Bauelementen in der Mikrotechnik sind auf Maschinenbetten aus Granit hergestellt. Kannst du mir mal ganz kurz die Erklärung geben, wie werden solche Chips hergestellt? Wobei ganz kurz geht es wahrscheinlich nicht. Ich kann das ganz kurz umreißen. Im Wesentlichen werden diese Chips hergestellt durch Belichtung, durch Ionisierung, durch Oxidation und Ätzverfahren. Und da wird auf sogenannten Wafern wird der Schicht für Schicht aufgetragen, und man muss sich das so vorstellen, ein Wafer, der hat dann 100 Schichten, bis er ein Mikrochip ist. Was genau ist ein Wafer? Ein Wafer, das ist das Grundmaterial zur Chipherstellung, und man muss sich das so vorstellen, Wafer werden als sogenannte Einkristalle hergestellt. Es werden Kristalle gezüchtet, gezogen in speziell entwickelten Maschinen, wo im Vakuumverfahren unter hohen Temperaturen ein sehr reiner Kristall gezogen wird. Und diese Kristalle, die haben verschiedene Durchmesser, was dann den Wafergrößen entspricht, und sind dann so 1-2 Meter lang. Das heißt, das sind doch dann diese runden Scheiben, die ich immer so sehe, wo dann die Mikrochips drauf sind, ne? Genau. Und das sind die Größen, die unterschiedlichen. Diese Scheiben werden aus diesen Einkristallen hergestellt. Die Herstellung erfolgt dann durch Sägen, durch das Schleifen der Wafer und letztendlich dann die Beschichtungsverfahren, um den Mikrochip herzustellen. Was ist denn bei der Herstellung wichtig, was die Geräte angeht, die Umgebung? Kannst du mir da ein paar Einblicke geben? Ja, aufgrund der Genauigkeit, die die Chips benötigen, aufgrund der Größe, hier sind Strukturen im unteren Nanometerbereich vorhanden, die hergestellt werden, ist es natürlich erforderlich, dass die Maschinen eine sehr hohe Präzision haben und auch sehr gute Eigenschaften hinsichtlich Schwingungsdämpfung und thermischen Eigenschaften. Nanometer. Wir hatten ja immer so von Mikrometern gesprochen. Da habe ich ja aufgepasst. Das ist ja das Müh. Ja. Kannst du mir mal erklären, wie groß oder wie klein ist denn so ein Nanometer? Wie kann ich mir das vorstellen? Also vorstellen kann man sich das eigentlich überhaupt nicht, weil ein Nanometer, das ist ein Tausendstel Mikrometer. Oh, okay. Also um vielleicht mal so eine kleine Vorstellung zu geben, du hast ja blonde Haare. Ein blondes Haar hat ungefähr eine Dicke von 60 Mikrometern. Das heißt, wenn ich dein Haar 30.000 Mal teilen würde, dann hätte ich 2 Nanometer. 2 Nanometer, das ist die Strukturgröße, die ab nächsten Jahr in der Chipherstellung hergestellt werden soll.
20.000 mal teilen, aber so wie ich es verstanden habe, nicht in der Länge. Nein, natürlich nicht sondern in der Breite. Ja, genau. Das ist sehr klein. 2 Nanometer sollen hergestellt werden, hast du mir erzählt. In welchen Bereichen wird das angewandt, diese 2 Nanometer? Die 2 Nanometer, das ist dann die Struktur, die in den Chips vorhanden ist. Also beim Auftragen der einzelnen Schichten haben wir dann Strukturdicken von 2 Nanometer. Das ist sehr klein. Ja. Okay, ich kann mir vorstellen, wenn diese Kristalle wachsen, ist es wahrscheinlich super wichtig, dass da nichts verunreinigt ist und auch nichts irgendwie erschüttert oder vibriert oder so. Dann hätten wir wahrscheinlich die erste Ausschussware, richtig? Ja, bei den Kristallen kommt es darauf an, dass die sehr rein sind und das erfordert natürlich, dass dort keine Verunreinigungen von außen hineingetragen werden, beziehungsweise mechanische Störfaktoren den Kristall zerstören. Also nicht niesen. Genau. Okay, jetzt hast du mir die Schritte erklärt, wie so ein Chip hergestellt wird auf Basis der Wafer. Wo genau findet da denn jetzt ein Maschinenbett den Einsatz? Ja, das gibt da die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber im Wesentlichen ist das Granitmaschinenbett immer die Basis für die Anwendung. Das heißt, aufgrund der thermischen Eigenschaften vom Granit ist es hervorragend geeignet zum Erzielen der hohen Genauigkeiten. Aufgrund der Schwingungsdämpfung des Granites ist es sehr geeignet, die Wiederholgenauigkeiten zu gewährleisten. Es gibt natürlich dann noch die hervorragenden Eigenschaften. Granit ist nicht leitend, nicht magnetisch und das ist in der Halbleiterproduktion ebenfalls sehr wichtig. Das ist ja bei auch ganz vielen anderen Prozessen ein großer Vorteil, den der Granit bietet. Das hatten wir ja in einem oder ich glaube sogar in 2 Videoblogs schon vorher gesagt, dass diese Schwingungsdämpfung da gegeben ist, dass auch bei den ätzenden Materialien, von denen du gesprochen hast, ist wahrscheinlich auch beständig, oder? Ja, der Granit ist ein neutrales Mineral und deswegen nicht chemisch anfällig. Er hat keinerlei basische oder auch keinerlei Reaktion auf Säuren. Temperatur auch nicht, ne? Kalt, warm? Temperatur, kalt und warm, da ist der Vorteil beim Granit, dass er sehr träge ist und einen sehr geringen Ausdehnungskoeffizienten hat. Diese Prozesse, finden die in Reinräumen statt? Wenn wir über Temperatur sprechen, hat das auch was mit diesem Reinraum zu tun? Hat Reinraum eine bestimmte Temperatur? Ja, Reinraum ist in der Regel auch klimatisiert. Aber die Reinraumdefinition, die hat wenig mit der Temperatur zu tun, sondern da geht es einfach darum, dass eine gewisse Anzahl von Partikeln im Raum, von Fremdpartikeln im Raum nicht überschritten werden darf. Da gibt es dann Klassifizierungen, die Reinraumklasse beschreiben. Und hierbei geht es im Wesentlichen, dass Verunreinigungen ausgeschlossen werden. Das ist wahrscheinlich super wichtig bei dieser Chip-Herstellung, weil wenn da irgendwo ein Krümel drauf liegt, wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, gehe ich mal von aus. Genau so. Okay. Das ist also die leitenden Eigenschaften oder auch die nicht leitenden Eigenschaften würden durch Fremdkörper negativ die Bauteile beeinflussen. Also Granit auch wieder genau das Richtige im Reinraum dann. Genau so. René, lass uns mal kurz über die Anforderungen und auch die Herausforderungen, die die Halbleiterindustrie betreffen, sprechen. Kannst du mir da ein paar Infos zu geben? Ja, die Herausforderungen, die wachsen natürlich ständig. Das ist bedingt durch die neuen Technologien. Wir denken jetzt mal an KI, 5G und IoT oder auch Industrie 4.0. Kannst du mir das kurz erklären? Also KI brauchst du, glaube ich, nicht erklären, aber 5G, IoT? Ja, also KI, ich sag mal, jeder nutzt ja heutzutage schon ChatGPT oder ähnliches. Ne? Ja, 5G, das ist die Übertragung von Netzwerkinformationen und so weiter, die dann zum Beispiel erforderlich sind fürs autonome Fahren. Okay. Und dann haben wir noch das IoT, das ist das Internet of Things und das bedeutet eigentlich die Verbindung von
allen haushaltsgebräuchlichen Gegenständen übers Internet und auch die Einbindung von Sensoren. Das ist dann hauptsächlich bei der Anwendung in Industrie 4.0 der Fall, dass Informationen aus Maschinen und so weiter über Sensoren gesammelt werden und übers Netzwerk dann entsprechend verarbeitet werden. Ne? Das IoT ist ja so ein bisschen Smart Home, ne? Genau. Und Industrie 4.0 ist eigentlich dann auch so die Verbindung zwischen Smart Home, KI und 5G, kann man sagen. In der Industrie dann zum Beispiel, in Produktionsstätten. Genau. Die Vernetzung verschiedener Maschinen im Automatikbetrieb, ganz grob gesagt. Okay, und diese Innovationen, die sich ja rasant entwickeln, wie du gesagt hast, das ist natürlich dann quasi die Basis, die Chipherstellung, ne? Also die Halbleiterindustrie generell. Genauso, die Halbleiter sind die Grundlage, um diese Technologien voranzutreiben. Aber all die Technologien, die du gerade angesprochen hast, die erfordern ja Chips, die immer kleiner werden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, die Chips, die werden immer kleiner aus verschiedenen Gründen. Erstens Ressourcen. Verwendung von weniger Ressourcen für die Chipherstellung. Zweitens, kleinere Chips werden benötigt für Kamerasysteme, für Sensoren und so weiter, allein durch die Baugröße bedingt. Das heißt, die müssen kleiner, aber gleichzeitig leistungsfähiger werden. Sie werden kleiner und leistungsfähiger, ja. Und du hattest mir vorhin gesagt, wirklich im Nanometerbereich jetzt, ne? 2 Nanometer. 2 Nanometer, genau. Okay. Sie werden natürlich auch kleiner produktionsbedingt. Je kleiner die sind, desto mehr kann ich beschichten. Und wir müssen uns jetzt mal vorstellen, ich habe ja diesen Wafer und der Wafer hat ja begrenzten Platz. Und je nachdem, je kleiner die Halbleiter werden, desto mehr gehen auf den Wafer. Das heißt, der Wafer hat ja mehrere Schichten, mehrere hundert, wenn es sein muss. Und man muss sich das so vorstellen, jede Schicht ist hintereinander zu fertigen und so braucht ein Wafer bis zur Fertigstellung auch 100 Tage. Ach so, okay, weil die immer aufeinander geschichtet werden. Genau so. Und je mehr Chips auf einem Wafer sind, desto produktiver ist die Anlage. Verstehe, okay. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Chips werden immer kleiner und leistungsfähiger, also Stichwort Miniaturisierung, fieses Wort, aber ich habe es geübt. Miniaturisierung der Chips. Welche Rolle spielt denn der Granit jetzt mit seinen besonders guten Eigenschaften? Du bist vorhin schon mal kurz darauf eingegangen, lass uns noch mal kurz darauf zurückgehen. Die Miniaturisierung, das bedeutet Chips mit einer Struktur von angestrebten 2 Nanometern, bedingen sehr genaue, präzise Herstellungsprozesse. Bei Präzision höre ich natürlich auf. Reiz, Präzision, das gehört ja für mich schon fast in einem Satz zusammen. Ja. So, und wir müssen uns jetzt vorstellen, diese verschiedenen Schichten, die in so einem Mikrochip da übereinander gelegt werden, die müssen natürlich auch von der Position entsprechend genau sein. Das heißt, die Anlagen müssen sehr genau wiederholen. Diese Wiederholgenauigkeit wird gewährleistet durch die Eigenschaften vom Granit. Das ist einerseits die Schwingungsdämpfung und andererseits die thermischen Eigenschaften. Und bei den thermischen Eigenschaften ist der sehr gute Wärmeausdehnungskoeffizient maßgebend und die träge Reaktionszeit auf Wärmeänderungen. Wobei diese Maschinen stehen ohnehin in klimatisierten Reinräumen und da sind Temperaturänderungen nur im 0, Kelvin-Bereich möglich. Habt ihr bei Reitz Natursteintechnik auch einen Reinraum zur Verfügung? Wir bei Reitz Natursteintechnik, wir haben die Vorstufe, wir haben einen Grauraum. Wir gewährleisten dort über Filtersysteme und auch über den Zugang, dass der Raum nicht verunreinigt wird und dass die Maschinenbetten in einer sehr guten Umgebung aufgebaut werden können. Sollte der Kunde jetzt doch mal die Herstellung in einem Reinraum benötigen, kann er sich bestimmt trotzdem an euch wenden, oder?
Wir können den Grauraum auch zu einem Reinraum umwandeln. Das erfordert dann noch einige Maßnahmen hinsichtlich der Filterung. Und das ist aber durchaus möglich. Und wenn der Bedarf kundenseits besteht, können wir das auch umsetzen. Also ich fasse das noch mal kurz zusammen. Die Branche steht vor großen Herausforderungen wie der Miniaturisierung, aber auch hohen Investitionskosten und dieser ganz rasanten technologischen Entwicklung. Stimmt's? Genau so ist das. Und entsprechend stehen wir auch vor den gleichen Voraussetzungen, weil wir uns den immer steigenden Anforderungen an die Produkte anpassen müssen und müssen entsprechend unsere Produktionsverfahren verbessern und müssen entsprechend auch unsere Messverfahren dem anpassen. Und wahrscheinlich auch die Mitarbeiter weiterbilden, schulen, Auf Werkzeuge. jeden Fall, das ist dann notwendig. Kriegt denn jeder Kunde ein unterschiedliches Maschinenbett von euch oder sind die standardisiert? Ja, Standardisierung in dem Sinne kann man nicht sagen. Jeder Kunde bekommt schon sein eigenes Maschinenbett aus dem einfachen Grund, weil die unterschiedlichsten Anwendungen darauf stattfinden, weil die unterschiedlichsten Komponenten darauf verbaut werden und somit tut jeder Kunde sein spezifisches Bett bei uns bestellen. Hat denn jeder Mikrochip-Hersteller ähnliche Anforderungen, die ihr erfüllen müsst? Die Grundanforderungen, die sind vergleichbar. Aber dadurch, dass es ja verschiedenste Verfahren gibt, die Chips herzustellen, sind natürlich die Anforderungen, die spezifischen Anforderungen je nach Herstellungsverfahren anders. Und dann gibt es natürlich auch entsprechend der Wefergrößen unterschiedliche Baugrößen und somit hat jeder Kunde sein eigenes Maschinenbett. Das ist aber jetzt nicht nur bei den Mikrochips, bei den Halbleitern so, sondern das ist bei jeder Branche eigentlich so? Das ist eigentlich branchenübergreifend so, dass jeder Hersteller entsprechend seiner Technologie ein eigenes Maschinenbett hat. Haben die unterschiedlichen Hersteller auch Ansprüche an Zertifizierungen, die ihr erfüllen müsst? Es gibt unterschiedliche Anforderungen an Zertifizierung, wobei wir uns an der ISO 9001 orientieren. Das ist die weitest verbreiteste Zertifizierung in Industriebetrieben. Und wir haben natürlich auch noch spezielle Auflagen hinsichtlich Umweltmanagement, die ISO 14000 beziehungsweise auch von der Automobilbranche die VDA 6.4. Aber das Maßgebende für uns ist die ISO 9001. Stichwort Nachhaltigkeit, da hatte ich in einem anderen Videoblog mit dir schon besprochen, dass da Granit auch ein sehr guter Werkstoff ist. Ja, Granit ist natürlich aufgrund seines natürlichen Vorkommens ein sehr nachhaltiger Werkstoff, ressourcenfreundlich zu verarbeiten und auch zu entsorgen. Das waren jetzt schon echt richtig viele Infos, die du mir gegeben hast. Aber kannst du noch mal einen kleinen Ausblick geben? Wie siehst du denn die Reise der Branche so, die Zukunftsaussichten? Ja, die Zukunftsaussichten, die gehen eigentlich nur nach oben aus dem einfachen Grund, durch die Digitalisierung, durch die Anwendung, IoT nochmal hingewiesen, KI und so weiter, ist der Bedarf an Halbleitern immens groß und steigend. Der Bedarf wird auch erhalten bleiben, weil ja sich die Technologien weiterentwickeln. Das ist eine Branche mit einer sehr kurzen Lebensdauer und entsprechend werden da ständig neue, hochwertigere Halbleiter benötigt. Und da seid ihr genau der richtige Partner für, würde ich sagen. Davon gehen wir aus. René, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du kommst noch mal wieder. Immer wieder gerne. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie konnten alle Informationen mitnehmen, die Sie brauchen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Für weitere Informationen gerne mal in die Shownotes gucken. Da haben wir noch ein paar andere Informationen für Sie reingepackt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns wiedersehen und bis zum nächsten Mal.